Heute bei Lately News hat sich im spanischen Badalona der Bürgermeister Alex Pastor nicht an die Ausgangssperren gehalten und ist nachts betrunken Auto gefahren. Nur um dann von der Polizei angehalten zu werden. Selbstverständlich hat er sich den Beamten angemessen verhalten, indem er, als er einen Alkoholtest machen sollte, einen der Beamten biss. Und hätte er nun am Geschmack erkannt, aus welcher Region der Beamte stammte, er hätte weiterfahren können. So aber ging es direkt in den nächsten Hundezwinger. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt dafür, nicht bei der Aktion Alles dicht machen eingeladen worden zu sein, um auch einen Beitrag beizusteuern. Denn mein Beitrag dazu wäre definitiv nicht jugendfrei gewesen bei meiner Auswahl der Beleidigungen gegenüber den anderen Teilnehmern. Was schade ist, denn das hätte den gesamten Beitrag deutlich aufgewertet, ihr verfickten Scheißidioten von Alles dicht machen. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, 10 vor 10 auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Passau, wo diese beiden Welpen noch einmal den Kampf ums Kanzleramt zwischen Armin Laschet und Markus Söder nachspielen. Und wie die beiden Streithähne von der CDU und der CSU sind die hier auch nur nicht stubenrein. Außerdem präsentiert uns heute noch unsere Senior-Katzen-Korrespondentin Mauzi Miau die neuesten Katzentrends, die hier noch einmal ganz genau schaut, dass du ihr auch einen schönen Kommentar hinterlässt. Oder 5 Dosen Whiskas oder was auch immer. Denn eigentlich ist es Mauzi Miau total egal, denn sie ist immer noch eine Katze. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Seit vielen Jahren bin ich nun schon ein Verfechter der Straßenverkehrsordnung, die ich definitiv nicht in Ordnung finde. Und ich frage mich immer wieder, warum Querdenker, Reichsbürger und andere Vollidioten wegen einem Schwachsinn wie der nicht existenten Corona-Diktatur oder der Deutschland GmbH auf die Straße gehen, aber noch nie gegen die Diktatur der Straßenverkehrsordnung GmbH. Wobei die Turbokapitalisten jetzt zu Recht einwerfen, dass das niemals eine GmbH wäre, sondern eine AG und Co. KG, alleine schon aus steuerrechtlichen Gründen. All dies ignorierte scheinbar ein 88-jähriger Mann in Berlin-Kreuzberg, der mit seinem Auto mit 191 km/h unterwegs war, um noch pünktlich zu seinem zweiten Corona-Impftermin zu kommen. Nur so nahm die Polizei dem 88-Jährigen nicht nur seinen Führerschein ab, sondern legte auch sein Auto still, da diesem der TÜV fehlte. Seit 1988. Und natürlich musste auch sein Impftermin verschoben werden, vermutlich auch mit 191 km/h weiter nach hinten. Währenddessen in Lindenberg. Gerade zu meiner Schulzeit war ich in meiner Schule in Spandau berühmt für meine kongenialen Streiche. Sei es nur einfach Senf auf den Lehrerstuhl zu streichen oder im Lehrerzimmer den Kaffeeweißer mit Durchfallmittel zu ersetzen. Wobei das macht der Kaffeeweißer eigentlich schon selber gut genug. Oder mit 1 oder 2 Telefonaten den Sportlehrer auf die No-Fly-Liste zu setzen. Aber keine Sorge, mittlerweile sitzt er seit 20 Jahren in Guantanamo. Dementsprechend ist nicht fliegen zu können sein bei weitem kleinstes Problem. Nicht ganz so gut durchdacht war auch der Plan eines 14-Jährigen in Lindenberg, der aus Protest gegen zu viele Hausaufgaben im Homeschooling mit dem Traktor des Hausmeisters gegen die Wand seiner Schule gefahren war. Da aber die Online-Hausaufgaben davon recht unbeeindruckt waren, stellt sich mir nun eine Frage. Warum hatte der Hausmeister der Schule einen verfickten Traktor? Oder passierte das alles an der Allgäuer Schorner Schafschule für Schafe? Derweil in Panama. Wie sich nach jahrelanger Recherche herausstellte, ist es gar nicht so einfach, meinen Hund Sisu zu trainieren. Sicherlich fühlt es sich für mich immer gut an, wenn sie dann beim Essen einen Klicker betätigt und ich ihr dann
immer wieder einen neuen vollen Napf gebe, aber auch nur, weil ich das Klicken gut finde. Natürlich ist es nicht ganz so optimal, dass ich immer der Zeitung hinterherrennen muss, wenn sie wieder einmal rausgeworfen hat. Aber irgendwie macht das auch wieder Spaß. Und so ähnlich machen das auch ein paar Gefangene in einem Gefängnis in Panama-Stadt, die dort jedoch nicht Hunde als Kokainkuriere abgerichtet hatten, sondern Katzen. Leider hat der Kokaintransport per Katze nur einen signifikanten Nachteil. Denn in dem Gefängnis gibt es sehr viele Mäuse, die die Katzen ablenken. Und um diese Mäuse schneller fangen zu können, schniefen die Katzen meistens selber das ganze Kokain. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Energiesparhäuser-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Energiesparhäuser-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Ich bin ja nicht gerade bei meinen Nachbarn dafür bekannt, der super Energiesparer oder ökologisch verantwortungsvolle Typ zu sein. Zwar habe ich jahrelang versucht, das Ozonloch mit meinen gebunkerten FCKW-haltigen Haarsprays zuzusprayen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt, sondern komischerweise wurde das Loch sogar noch größer. Und anstatt sich meine Nachbarn bei mir bedanken, wenn ich im Sommer alle Fenster aufhabe und meine Klimaanlage auf volle Pulle läuft, sodass ich den Süden Berlins runtertemperiere auf angenehme 15 Grad, demonstrieren die freitags immer vor meiner Haustür. Und noch komischer schauten mich die im Winter an, als ich tausende Ausgaben vom Energiesparhäuser-Magazin kaufte und diese nun in meinem Heizungskeller, der ungefähr so aussieht wie in der Titanic, nur nicht ganz so nass, verfeuerte, sodass wir in Berlin zu Weihnachten angenehme 35 Grad hatten. Nur gerade deswegen sei gewarnt, Energiesparhäuser-Magazin, die dunkelrote Lady Fake News Karte an dich, und zum Glück habe ich die schon lange verfeuert. Kleine Frage, es geht doch beim Klimawandel darum, dass es mindestens 10 Grad wärmer werden soll, oder? Also, Frage nur für einen Freund. Das waren die Lately News, wir sehen uns wieder am Freitag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.